Im letzten Video bin ich mein allererstes Epoxidharzprojekt angegangen. Dabei ist dieses hübsche Brettchen entstanden. Das ist allerdings noch nicht fertig. Heute geht es ums Thema Saftrille. Habe ich noch nie gemacht, bin gespannt, ob ich das hinkriege. Dafür bauen wir uns ein kleines Jig und gleich nach dem Intro legen wir los. Das Jig, das ich heute baue, besteht im Prinzip nur aus 4 Anschlägen, die mir später helfen, die Oberfräse einmal rund um das Brett herumzuführen. Jeder Anschlag besteht dabei nur aus 2 Teilen, nämlich einer Leiste, die mir als Führung hilft für die Oberfräse und einer zweiten Leiste, die mir den genauen Abstand gewährleistet von der Mitte der Oberfräse bis zur Wande. Um diesen Abstand zu ermitteln, habe ich jetzt schon mal den Hohlkehlfräser in meine Oberfräse eingespannt und schaue, wo ich ungefähr meine Saftrille haben möchte. Es soll nicht zu nah am Rand sein, aber auch nicht zu weit weg. Vielleicht etwas so. Und wenn ich nun schaue, wie groß der Abstand zwischen dem Brett und der Grundplatte meiner Oberfräse ist, sind das 3 cm. Und das ist genau der Abstand, den ich brauche für diese Abstandsleiste. Wunderbar. Um das Jig zu bauen, habe ich mir im Baumarkt ein paar Siebdruckplatten organisiert. Warum gerade Siebdruck? Siebdruckplatten sind einfach wahnsinnig eben beschaffen und sorgen später dafür, dass wir wirklich eine schön saubere, gerade Nut für unsere Saftrille bekommen. Würde man jetzt, blöde gesagt, OSB oder so verwenden, dann würde man all diese Unebenheiten im Holz später auch in der Nut wiedererkennen. Und das wollen wir natürlich nicht. Aber jetzt legen wir mal los mit dem Zuschnitt. Ja, und diese 4 Teile sind eigentlich schon das ganze Jig. Ich werde das jetzt aber natürlich nicht sofort an meinem Epoxy-Brett ausprobieren, so doof bin ich dann doch nicht. Ich habe hier noch so ein Stück Eiche, wo ich sowieso schon mal reingefräst habe. Das werde ich als kleines Testobjekt benutzen, ob ich das auch wirklich hinkriege. Los geht's. Wie funktioniert jetzt das Ganze? Ihr nehmt euch irgendeine Unterlage, wo man reinschrauben, reinbohren kann. Nehmt das erstes mal euer Werkstück. Und dann platziert ihr diese Dinge schön um euer Werkstück herum. Ich habe hier 2 kurze für die Seiten. Das ist natürlich ein sehr kleines Brett, das wir hier fräsen.
Hey, das sieht doch ganz ordentlich aus fürs erste Mal. Ich sehe jedenfalls keine Verrutscher oder dergleichen. Ich würde sagen, da können wir doch gleich mal mit dem Epoxybrett weitermachen. Und nach vielen Stunden Arbeit und einigen Hindernissen, die ich auf dem Weg überwinden musste, ist mein erstes Epoxidharz-Projekt beendet. Ich bin wieder mal ein bisschen stolz, wie das Ganze rausgekommen ist. Ich hätte am Anfang nie gedacht, dass ich damit klarkomme, mit dieser ganzen Epoxidharz-Geschichte, aber im Endeffekt ist das wirklich super gelaufen, trotz einigen Fehlern, die ich gemacht habe. Ich finde, das ist echt klasse rausgekommen. Und ich glaube, ich muss meine Meinung über Epoxidharz ein bisschen ändern. Das ist bestimmt nicht das letzte Projekt mit dem Zeug, das ich gemacht habe. Wenn euch das Projekt gefallen hat und meine Videos im Allgemeinen, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Wir sind so kurz vor 1000 Abonnenten. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ich die bald knacken würde. Ansonsten freue ich mich natürlich auch über eure Kommentare. Schreibt mir gerne auch Kritik und Anregungen, was ich besser hätte machen können, rein. Bin immer begierig, Neues zu lernen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut.